regelmäßig mehr als 40 Kills auf Rebirth. Galaxy Warzone ist jemand, der eigentlich nur Shorts und TikToks hochlädt und immer wieder zeigt, wie er die Vierer-Teams auseinander nimmt. Ich liebe diese mir anzuschauen. Aber jetzt hat er auch ein langes Video hochgeladen mit dem kompletten Gameplay und das schaue ich mir jetzt genauer an und erkläre euch, warum er so stark ist. Im Folgenden erkläre ich euch also anhand dessen Gameplays, warum er ein so starker Spieler ist, beziehungsweise was für Eigenschaften er besitzt, damit das regelmäßig klappt. Was ich euch aber auch erkläre ist, was ihr daraus mitnehmen könnt und auch ich, damit wir zu einem besseren Spieler werden und unseren eigenen PR schon bald bashen. Let's go! Okay, let's go! So, wir gehen direkt rein, liebe Freunde. Galaxy Warzone, ihr habt gesehen, sehr spät den Fallschirm gezogen, ist hier im Fenster gelandet. Übrigens immer ein Geheimtipp, ihr seht, er ist hier in dem Obergeschoss alleine. Ich lande auch gern in den Fenstern, muss man ein bisschen üben, das Timing dafür kriegen, den richtigen Absprung finden, aber dann ist das nicht so schwer. Oder man landet hier unten rechts auf der Brücke, auch empfehlenswert. Kommt hier hoch, kann den ersten Knock setzen. Wir werden gleich sehen, ja, es ist eine Bot-Lobby. Thema Bot-Lobby, Thema VPN, ja, das ist immer Thema, gerade bei so Streamern wie ihm. Ich sehe immer seine Shorts und übrigens sein Originalvideo ist unten verlinkt, falls ihr ihn noch nicht kennt. Seine Shorts sind absolut empfehlenswert. Es macht einfach Spaß, die zu gucken, wie er die Vierer-Teams auseinander nimmt. Aber man erkennt relativ schnell, dass das Bots sind im Vergleich zu seinem Skill. Nichtsdestotrotz macht er konstant über 30 Kills, oft sogar 40 Kills. Und das schafft man in der Bot-Lobby nur, wenn man wirklich, wirklich ein guter Spieler ist. Und vor allem auch eine sehr, sehr gute Game Sense, also sprich Kurzzeitentscheidung hat, aber dazu gleich mehr. Und was geht hier ab, Freunde? Seht ihr das? Third Party, sagt er auch die ganze Zeit. Soweit ich weiß, ist das Solo gegen Squad. Ich glaube, hier hat er gerade mal innerhalb von Sekunden 5 Kills gemacht. Level 42 hat ihn gedownt, macht hier einen schönen Repeak, hat nicht funktioniert. Aber es sind so viele Details, die mir direkt auffallen, die ich am liebsten alle direkt irgendwie sagen würde. Kann ich aber nicht. Aber man sieht hier ein Kill nach dem anderen. Zum Teil schießen die Gegner zuerst auf ihn. Trotzdem hat er noch eine Chance zu reagieren und ihn sogar zu holen. Wie hier, wobei das war gleichzeitig geschossen, aber er hat kaum Schaden genommen. Hier kommt er auch noch weg. Hat den Kill jetzt gekriegt. Kommt jetzt wieder weg. Das ist schon fast frech. Aber das zeigt einfach, dass die Gegner auf einem nicht so hohen Niveau sind. Und nur so ist es halt auch möglich, High-Kills zu droppen. Thema VPN. Ich habe ja in meinem letzten Video, was ihr am Ende diesen Videos ist es nochmal verlinkt, könnt ihr gerne draufklicken, wo ich erkläre, wie ihr Solo gegen Squads ausspielen könnt. Und auch da ist Thema VPN, habe ich da mal deutlicher angerissen. Letztendlich ist es so, dass in Amerika, da wo er herkommt, die Lobbys einfach einfacher sind. Das ist so. Und zu den Zeiten, wie solche Vollzeit-Streamer spielen, sprich morgens bis vormittags, hat man eh bessere Lobbys. Das ist auch in Europa so. Aber wie gesagt, klickt mal auf das Video, was ich am Ende dieses Videos verlinke. Und da gehe ich dann nochmal genauer drauf ein. Er ist also jetzt hier wiedergekommen. Ich sage ja immer, die Regel ist klar, den Fallschirm so spät wie möglich ziehen und wenn man down gegangen ist, ganz oben den Fallschirm ziehen, sich erstmal einen Überblick verschaffen und zu gucken, kann man da landen. Man landet da, dann geht die Zeit in Wiederauferstehung runter. Die Zeit will man auf jeden Fall überleben, damit man, wenn man dann direkt down geht, auch wiederkommt. Diese Boostrunde sieht man hier sehr schön, wie er sie genutzt hat. Ist übrigens super empfehlenswert. Ich sage euch ja immer, nehmt immer taktische Ausrüstungen mit, egal welche, besser eine haben als keine. Aber diese Boostdrohne, die legen wirklich oft rum und diese sind absolut stark. Auch wenn mal jemand zum Beispiel unten auf Green auf Highground ist, der euch auf die Nerven geht, könnt ihr euch auch damit ja, schnell hochboosten und ihn holen und ihn überraschen und sich somit einen Vorteil verschaffen. Ihr wisst, es geht ja immer darum, sich einen Vorteil zu verschaffen. Aim und Movement ist ja eigentlich zweitrangig. Und wie kann man sich einen Vorteil verschaffen? Indem man eine gute Game Sense hat. Und Game Sense, was ist Game Sense? Und das lernt ihr übrigens in Solo gegen Squads oder Solo gegen X sehr stark. Würde ich euch aber erst ab einem gewissen Level empfehlen. Aber deswegen möchte ich hier jetzt mal so verstärkt im Rest des Videos auf seine Game Sense eingehen. Denn das ist das, was er extrem gut beherrscht. Also sprich, er hat ein sehr gutes Bewusstsein für, was er für eine taktische Ausrüstung hat, was für eine Waffe er hat. Er hat ein sehr starkes Situationsbewusstsein, er guckt regelmäßig aufs Radar. Er weiß genau, was um sich herum passiert. Er lässt also überlässt nichts dem Zufall. Ja, das ist es letztendlich. Selten ist es so, dass er Sachen einem Zufall überlässt. Zum Beispiel hier, er weiß jetzt, dass gegenüber ein Team ist, er hat schon gerafft, dass diese Sounds hier eine Decoy sind, hat er auch gesagt. Er pusht aber jetzt ja nicht sinnlos gegenüber rein, weil er weiß gar nicht, wie viele sind da.
So, jetzt tastet er sich seitlich ran, versucht wahrscheinlich hier aus dem Fenster sich langsam ranzuschleichen. Und geht jetzt auch ein gewisses Risiko. Er hat, glaube ich, ein, zwei Leute gesehen, auf dem Radar auch ein, zwei Leute wahrgenommen, geht also davon aus, dass die ein, zwei Leute dran sind. Also ein gewisses Risiko geht man natürlich am Ende des Tages auch. Das ist dann dieses Thema Risk Management, was auch dazu gehört. Und diese Situation will ich euch jetzt nochmal zeigen. Genau diese, die gerade passiert ist, das ist nämlich extrem spannend. Und zwar, ich spule ein bisschen zurück. Er kommt hier runter, sieht ihn und kann ihn natürlich jetzt easy holen. So, sieht den anderen aber hier im Hintergrund auch schon und killt ihn. Jetzt kommt der andere hier um die Ecke gepusht. Er geht sofort links raus. Jetzt ist die Sichtlinie unterbrochen, macht jetzt aber den genannten Repeak, also slidet rechts raus und da Thema Omni-Movement. Er muss sich jetzt nicht umdrehen, nach da gucken, um da rauszusliden, sondern er kann in die Richtung einfach weiter gucken und raussliden, also anders gegenüber MW3. Und was macht er hier? Slidet hier raus und catcht ihn jetzt off guard sozusagen. Also er aus der gegnerischen Perspektive hat ja gesehen, dass Galaxy weggegangen ist, dachte, er will wegrennen, weil er unter Druck ist. Macht er aber nicht, sondern repeakt. Und jetzt hat der gegnerische Spieler hier das Problem, dass er im Taktiksprint ist. Und somit hat Galaxy sich mit dieser kleinen Situation einen Vorteil verschafft. Ich wiederhole das nochmal, damit man das nochmal schön sieht. Aber genau das sind diese kleinen Feinheiten, die im Bruchteil einer Sekunde passieren und was die Kurzzeitentscheidung in der Zeit ausmacht. Habt ihr gesehen? Nach links, wieder raus, hat ihn im Taktiksprint erwischt, Vorteil verschafft und den Fight gewonnen. Sodass er jetzt einfach neu aufbaut. Er hat übrigens schon 17 Kills. Hört ihr jetzt Steps? Kann einen holen, hat da einen in dem Häuschen gesehen und ihn gesehen, kann ihn auch fast holen. Und weiß, dass hier jetzt eigentlich 2 sein müssen. Und hat das Squad gewiped. Dann habe ich das falsch gesehen, es war nur noch der einer. Jetzt kommt wieder einer runter. Er geht halt direkt zu seinem Lodi. Easy Kill. Kann ihn killen, guckt aufs Radar. Der Rest des Teams ist unten auf Control. Das heißt, das Team, was jetzt hier ist ein anderes Team. Und er ist jetzt auch mal down gegangen, ja? Das ist übrigens ein Spot, wo er down gegangen ist. Das ist extrem riskant, weil du kommst dann nicht weg. Es gibt dann eigentlich nur einen Weg wegzukommen. Das ist immer unangenehm. Jetzt wird es auch spannend. Siehst du? Das ist, was er sagt. Er erklärt gerade seinen Zuschauern, Jungs, wartet einfach, bis die Sekunden abgelaufen sind, damit ihr einen garantierten Respawn habt. Damit, falls ihr jetzt down geht, auch wiederkommen könnt. Und das hat er jetzt gemacht. Er hat es vorher noch mit der Pistole eingenockt. Und kann jetzt auch ein gewisses Risiko gehen, auch wenn er den Überblick nicht hat. Es ist ja egal. Er geht jetzt auf Risiko und versucht sein Lodi hier zu ziehen, auch wenn das da total offen liegt. Auch hier schöner Knock. Kriegt jetzt aber schon wieder Shots. Kann ihn auch nicht knocken, aber fast. Es war einfach... Er hatte nicht die Information, ist das Risiko aber eingegangen. Wie gesagt, er hat die Sekunden ablaufen lassen. Es wäre nichts Schlimmes passiert. Down gehen, sterben ist Teil des Spiels, ja. Ihr müsst down gehen, sterben und regainen. Die meisten von uns haben nicht die Geduld, wenn sie wieder aufstehen, einmal ganz oben den Fallschirm zu ziehen, einen Überblick zu verschaffen und dann da zu landen, wo nicht so viel los ist, die Sekunden ablaufen lassen und dann halt wieder in den Fight gehen, so wie er das hier macht. Aber Bro, wie viel er schon wieder knockt, ne? Und wie schnell er auch auf die Situation reagiert. Den Kampf kann er eigentlich, ja, krasser Repeak, also gut gemacht. Da wäre ich zum Beispiel jetzt abgehauen. Und hat 42.000 jetzt, also extrem stark soweit. Könnte sich sogar hier ein Spezi kaufen. Kauft sich erstmal Drohnen. Macht jetzt ein, genau, also klar, Informationen, ne, das sage ich immer. Lodi als erstes, Informationen als zweites. Jetzt hat er sich noch einen Specialist gekauft. Hat einen Advanced UAV, sieht, was hier abgeht, kann sich jetzt mit dem Advanced UAV einen extrem guten Überblick verschaffen. Der Kill, den er gerade gemacht hat, war einfach nur durchs Advanced UAV. Er wusste, wo der Typ ist, auf welcher Ebene, auf seiner Ebene und dass er in seine Richtung guckt. Er hat die ganze Zeit aufs Radar geguckt, während er ihn gekillt hat. Und jetzt kommt das ins Spiel, was ich euch näher bringen will. Ihr müsst immer eine gleiche Prozedere aufbauen. Ihr müsst euer Lodi holen, Informationen verschaffen, die Informationen lesen lernen übers Radar. Jetzt zum Beispiel ist links einer über ihm. Und das scheint auch der einzige zu sein. Deswegen geht er jetzt auch extrem aggressiv dahin, versucht den zu holen. Wie er gesagt hat, danach will er nach Prison gehen.
Kann ihn holen, knocken, wird ihn jetzt finishen. Und sucht sich jetzt über sein Advanced UAV die nächsten Gegner. Kann hier schon wieder Gegner über das Advanced UAV ausmachen. Wieder völlig offen am Lodi waren. Kann nur einen davon holen. Aber hat immer einen Blick aufs Radar. Und das ist etwas, was man wirklich sehr stark üben kann. In Solo gegen X, sage ich mal. Jetzt ist das Advanced UAV weg. Den oben kann er holen. Jetzt hat er auch noch sich eben am Shop eine Zipline gekauft, sodass er jetzt direkt wieder in die nächste Action gehen kann. Und das ist auch ein Unterschied zwischen, ich sag mal, mir, der in so einer Lobby vielleicht 20 und wenn es richtig gut läuft 30 Kills schafft, im Vergleich zu ihm, der locker über 30 Kills schafft oder sogar 40 Kills schafft. Er ist einfach in allem schneller, er rafft einfach schneller, er verarbeitet die Informationen schneller. Und holt einfach mehr aus den Gegebenheiten raus, weil er einfach geübter ist, talentierter ist. Ja, aber nichtsdestotrotz können auch wir besser werden und High-Kill-Games zielen. Also ich spreche jetzt mal mit 15 plus Kills in solchen Lobbys. Und wir sind ja jetzt hier auch schon, oder erst eigentlich, in der 4. Zone, die gleich zu ist, und die Wiederauferstehung ist übrigens schon zu. Achtet immer drauf, dass ihr ein Selbst-Wiederbelebungskit dabei habt, eine Gasmaske dabei habt fürs Endgame. Auch Stims sind sehr stark fürs Endgame. Wieder Easy Kill, hat den anderen direkt wahrgenommen. Konzentriert sich jetzt erstmal auch auf den anderen, finisht den nicht und bricht sogar ab. Kann hier noch einholen. Und seht ihr, wie er ihn einfach nur gefinisht hat. Genockt hat. Ihn auch. Er knockt ihn, guckt sich jetzt erstmal wieder um. Und dann holt er sie. Und das ist eine Geduld und Ruhe, die man in der Situation haben muss. Viele von uns hätten die da unten genockt und sofort gefinisht. Aber das sind oft die Sekunden, wo man dann von der Seite beschossen wird. Also auch ein Thema, was ich immer wieder gerne anspreche. Knockt die Leute und seid nicht so greedy, so gierig, ja, sondern finisht sie erst, wenn die Situation im Griff ist, wenn das Situationsbewusstsein da ist. Wenn klar ist, ich kann ihn finishen, ohne dass ich jetzt Gefahr laufe, währenddessen in den Rücken zu kriegen. Übrigens, das war ein Move, weil sowas hätte er jetzt gerepickt, wenn ich sowas mache. So, jetzt kommt der Prezi rein, hat er natürlich direkt mitbekommen, geht außerhalb des Radius des Prezis. Und versucht jetzt hier, endlich, Thema Game Sense, Langzeitentscheidung auf Positioning zu gehen. Ne? Er hat hier jetzt die absolute Power-Position. Und aus der Power-Position, sogar mit Deckung und High Ground, kann er halt jetzt schön Kills farmen. Hat aber trotzdem immer die Awareness dafür, dass da hinten einer hochpushen kann, wie gerade passiert ist. Hat also auch immer den Sound im Auge. Und unter ihm sind direkt auch noch welche. Das ist hier immer ein bisschen gefährlich in der Situation. Nichtsdestotrotz ist das, ja, mit einer der besten, wenn nicht sogar eigentlich die beste Position, die du zu jetzigen Zeitpunkt haben kannst. Jetzt ist es nur immer ein bisschen gefährlich und deswegen ist die Gasmaske so wichtig. Wenn man jetzt moven, er muss ja jetzt gleich moven und da ist er natürlich ein Opfer in der Luft, wenn er da jetzt runterspringt. Das heißt, er muss jetzt eigentlich entweder früh rotieren und den richtigen Moment abpassen oder einfach ziemlich viel Geduld haben und einfach lange in der Zone bleiben und einer derjenigen sein, die zuletzt rotieren. Siehst du? Er sagt, I got a mask, I think I can chill here with a mask and make him jump. Nach dem Motto, lass die mal vorlaufen, ich hab hier meine Gasmaske, ich lass mir Zeit und wenn die laufen, dann hole ich sie mir. Genau das passiert hier auch. Hat also gewartet, bis der unter ihm gelaufen ist und dann ist er erst gesprungen. Und das ist wieder Thema Geduld, Situationsbewusstsein, Einschätzungsvermögen, was er hier alles zusammengebracht hat. Und jetzt sind es nur noch 4 gegnerische Spieler, 2 gegnerische Squads. Jetzt ist es nur noch ein gegnerischer Squad und 2 gegnerische Spieler. Er hat jetzt immer noch die beste Position, geht hier von Power-Position zu Power-Position und kann so die Runde jetzt endlich, denke ich, auch hören. Allein die Tatsache, wie die Gegner sich jetzt verhalten, das ist eine 2 gegen 1 Situation, ihr werdet sehen, die sind jetzt beide hier unten und verstecken sich da. Zeigt natürlich, dass das keine starken Spieler sind. Die könnten einfach zusammen rauspushen und ihn überrennen. Dann hätte er eigentlich keine Chance. Er selbst rechnet nicht damit, dass hier jetzt tatsächlich 2 Leute sind
Auch eigentlich ein riskanter Move. Und tatsächlich hängen sie beide da. Also absolute Bot-Lobby, aber extrem stark gespielt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt motivieren, dass ihr vielleicht euer eigenes Spiel auch verbessern wollt. Und dazu könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren, ein Like und Kommentar da lassen. Denn hier dreht sich alles darum, euch zu einem besseren Warzone-Spieler zu machen. Außerdem bist du herzlich dazu eingeladen, unseren Discord zu joinen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir sind einfach eine nette Community, die gerne zusammen zockt, sich aber auch gegenseitig hilft, um sich zu verbessern. Und unter anderem kriegst du auch von mir, wenn du möchtest, ein kostenloses Coaching. Und wenn du wissen willst, wie du in Solo gegen Squad dominierst, dann schau dir jetzt unbedingt dieses Video an.